Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um den Arma Limitless. In diesem Video will ich mal ein bisschen was erklären zu dem Umbau, den ich vorgenommen habe. Die Leute, die mich auf Facebook und Instagram verfolgen, wissen schon, was auf sie zukommt. Ich will erläutern, warum ich diesen Umbau gemacht habe, was ich mir dadurch erhoffe und wie ich es umgesetzt habe. Ja, ein bisschen was erklären zu dem Auto, warum es zu diesen Linien gekommen ist, was ich noch so alles vorhabe mit dem Auto und was eventuell demnächst noch geändert wird. So, das Auto war ein Geschenk von meiner lieben Frau und ja, deswegen gesponsert von. Ja, bevor wir anfangen, will ich euch erstmal den Stockzustand zeigen. Und zwar haben wir noch einen zweiten. Ja, das passt nicht so ganz auf den Tisch. Also ich baue mal eben um und dann machen wir weiter. So, das ist der von meinem Freund und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Umbau gestartet habe. Denn so habe ich ein Vergleichsobjekt und kann schauen, ob sich das wirklich zum Positiven oder zum Negativen wendet, der Umbau. Und dementsprechend handeln. Er wird ihn auch erstmal Stock fahren. Wir schauen erstmal den großen Unterschied ja, zu dem Umbau. Wir fahren beide die Max 8 Combo. Ganz original mit dem Original Ritzel, der dabei ist. Und gut, der einzige Unterschied hier zu den Autos ist ja, die Akkustecker. Er hat hier IC5, da fehlt noch einer, der kommt noch. Und ja, ich habe XD90 drauf und das ist eigentlich schon alles, was so elektrisch, gut, eine andere Funke, aber die Funke spielt jetzt vom Fahrverhalten des Autos nicht so eine große Rolle. Ja, im Originalzustand haben wir Motor und Regler hier vorne verbaut. Akkus hier hinten. Und das, was ein bisschen schade finde, ist, dass der Schlitten von dem Akku, um den festzumachen, im hinteren Bereich ist. Das heißt, wenn man den festspannt, rutscht der Akku automatisch nach vorne. Und wir haben das Ganze auch schon gewogen. Also mit Akkus sind wir hier bei 5,5 Kilo bei dem Auto mit zwei 3S Akkus. Und wenn wir die jetzt nach hinten verschieben, macht das 40 Gramm pro Seite, also 80 Gramm macht das vom Gewicht aus. Das kleine Stück, was der nach hinten rutscht. Wir werden wahrscheinlich wohl hier Schaumstoffeinlagen vorsetzen, damit die im hinteren Teil Platz nehmen, im hinteren Teil bleiben und somit mehr Gewicht auf der Hinterachse lastet. Wir sind die Autos noch nicht wirklich gefahren. Allerdings habe ich mir diverse Videos angeguckt von dem Auto und ja, ich finde, es sieht stark danach aus, dass der wirklich sehr hecklastig ist. Für einen Speedrun ist das kein Problem, aber wir haben auch nicht wirklich einen Speedrun damit vor. Klar werden wir mal gucken, wie schnell wir bei den ganzen sind mit den Komponenten und so. Allerdings wollen wir da ein bisschen just for fun auf dem Parkplatz rumknallen, ein bisschen ja, einander jagen und ja, das ist eigentlich der Sinn des Umbaus, warum ich überhaupt diesen Umbau gestartet habe, um das ganze Gewicht halt ein bisschen weiter nach hinten zu verlagern, um zu schauen, ob es besser ist oder nicht. Das Auto hat noch einiges an Potenzial für den Umbau. Ja, hier vorne die zwei Punkte, die frei sind, die sind bei mir genutzt.
Ja gut, dazu kommen wir gleich noch. Das erkläre ich euch an meinen, was ich da noch vorhabe. So, ich packe mal wieder um und dann machen wir mit dem Umbau weiter. Ja, dann haben wir hier das besagte gute Stück. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe eigentlich den Motor in die Mitte gesetzt, um das Gewicht ein bisschen weiter nach hinten zu verlagern, damit ich ja, mehr Grip auf der Hinterachse kriege, damit er halt nicht so quer geht. Die Motorposition ist jetzt natürlich etwas höher. Gut, könnte auch vom Nachteil sein. Das muss man mal schauen. Von unten die zwei Punkte, die original nicht frei sind, wofür die auch immer hier das Stück so konstruiert haben, habe ich genutzt, um ja noch so eine kleine Brace da hinzumachen, um das Ganze ein bisschen verwindungssteifer zu machen. Hier ist die hintere Brace und da endet meine, und von daher passt dazu ganz gut. Also hintenrum ist der recht steif, bloß vorne rum hat das nicht so wirklich funktioniert. Also hier vorne dieses kleine Stück, auf diesem Stück flext der ziemlich stark. Ja, was eigentlich auch ziemlich logisch ist, da wir hier diese Knicke haben, diese Form, ist er dadurch nochmal versteift, und hier haben wir halt eine gerade Fläche, eine ja, ziemlich flache Fläche, und auf diesem Stück kann er natürlich ziemlich stark flexen. Und ja, was sehr stark war, war dieses Mittelstück. Da wir hier sowieso schon diese Kerbung haben, haben wir hier weniger Material und auch wieder eine gerade Fläche, und da war der natürlich sehr stark am Flexen, und deswegen habe ich auch das Kreuz da mit reingemacht. Man sieht es hier noch ein wenig. Der Halter, ich blende das auch mal mit ein, denke ich. Da sieht man das besser, und ja, da sieht man auch diese hintere Strebe. Die ist vorne mit an diesem Motorhalter mit dran. Die ist von hier aus mit einer 4 mm Schraube fest. Und da hinten halt die zwei 3 mm Schrauben. Die vordere Brace ist mit an dem vorderen Stück dran. Das ist durch dem Kreuz und dem Ganzen, das ist ziemlich stark, und ja, darauf kann man dann abstützen, das vordere Teil. Ja, was hier auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist das Spiel hier. Das ist in den Lagern und in den Pfannenköpfen. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht ändere ich noch die Pfannenköpfe hier. Die von S-Works sind zum Beispiel ziemlich genau. Da gibt es auch bestimmt noch andere. Das Schimmen hier von den Lagern, das werde ich auf jeden Fall machen. Mit den Kugelpfannen, das weiß ich noch nicht, das schaue ich mal, aber eigentlich kann ich mich nicht damit anfreunden mit so viel Spiel hier drin. Das Schimmen von den Lagern, das habe ich schon mal beim Craten gemacht. Das werde ich mit unten in die Videobeschreibung reinpacken. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, wie das geht. Was hier noch ist, Karo. So, und zwar, wenn die Karo da drauf ist, dann haben wir hier halt ja ein bisschen Luft zwischen, und da bietet sich das auch gut an. Da haben wir hier auf der Seite, so von unten kann man das besser sehen, da haben wir hier nur diesen Plastikstreifen, und ja, das bietet sich an. Da werde ich hier so ein Winkelstück, so ein Plastikwinkelstück, die gibt es im Baumarkt, dass das hier ein Stück zu ist, und dann mit einfach Klettband
Hier ein Streifen drauf und hier auf der Karosse, dass man die noch so anlegen kann, dass das hier nicht so rumflattert. Das wird noch gemacht. Zum Thema Spoiler, den werde ich wahrscheinlich wohl auch bearbeiten. Der Kollege hatte schon eine gute Idee mit einem Spoiler, der zweifach ist, und hier einen anderen Spoiler drauf machen. Ich habe schon grob gemessen, so ein Standard 1:8er Spoiler, der würde hier schon gut reinpassen. Das könnte man nehmen. Oder vielleicht mache ich noch was aus Alu und dann einfach hier eine Bohrung rein, hier ein Langloch rein. Wobei ich wahrscheinlich wohl die Platten ersetzen werde und da was eigenes bauen. Und dann halt hier ein Langloch, hier einen normalen Dingens, und dann kann man den verstellbar machen. Das würde gut funktionieren. Hier vorne, das werde ich auf jeden Fall vor der ersten Fahrt noch machen. Hier haben wir diese 4 Bohrungen, wo man Schrauben reindrehen kann. Und ich weiß nicht, ob das Arma versäumt hat oder im Nachhinein dann doch sein lassen hat. Hier die Fläche kann man noch zumachen. Dann hat man hier eine breitere Fläche, wo die Luft nicht hier verwirbelt wird, sondern direkt unter den Unterboden geht. Und damit, denke ich, funktioniert der Diffuser dann auch noch mal einen Ticken besser. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, Spoiler habe ich gesagt. Vorne weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall die ganzen Änderungen, die ich hier vornehme, werde ich ein Video zu machen. Und die kommen dann nach und nach. Werde ich die mit unter diesem Video hier packen. Mit einem Link. Dann kann man sich da... Ja, dann kann man die damit direkt schauen. Ansonsten, ja, abonnieren hilft da, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Dann könnt ihr auch die nächsten Schritte direkt mitverfolgen, wenn die veröffentlicht werden. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch der Lüfter. Den muss ich noch konstruieren. Da habe ich schon eine schöne Idee, wie das wirklich gut funktionieren könnte. Und dann hoffe ich, dass es trocken wird, dass wir die ersten Fahrvideos reinkriegen, Fahrvideos machen können, um zu schauen, ob das ganze System hier funktioniert oder nicht. Und dann können wir die nächsten Schritte einleiten, beziehungsweise die nächsten Änderungen vornehmen, weil da ist echt noch Potenzial für ein paar Umbauten. Ja, zum Thema Gewicht, da sind wir ziemlich gleich. Der vom Kollegen und meiner. Meine Konstruktion ist 3 Gramm Unterschied zu dem Originalen. Und ja, dadurch haben wir vom Gewicht her kein anderes Fahrverhalten. Also das sind, ja, die sind ähnlich. Und das ist auch der Gedanke, auch wirklich gleiche Autos mit einer verschiedenen Konstruktion zu testen, was wirklich besser funktioniert, wo man vielleicht noch ein bisschen ja, Vorteile durch hat. Ja, falls ihr noch ein paar Vorschläge habt, könnt ihr es gerne mit in die Kommentare schreiben oder Tipps, ja, Erfahrungen einfach in die Kommentare mit reinschreiben. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns mit dem nächsten Video. Bis demnächst.